Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. In Outlook habt ihr die Möglichkeit, E-Mails im Namen oder im Auftrag einer anderen Person zu versenden. Voraussetzung dafür ist, dass ihr die Berechtigungen habt. Wie die eingestellt werden, habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Heute geht es darum, wie ihr die E-Mail im Namen der anderen Person versendet und wie das dann beim Empfänger aussieht. In einer E-Mail, wie ihr sie ganz normal schreibt, geht ihr auf das Menüband Optionen und wählt dort das Von aus. Damit wird der Absender dieser E-Mail eingeblendet. Das seid normalerweise erstmal ihr selbst, und wenn ihr jetzt im Namen einer anderen Person schreiben wollt, klickt ihr auf Von und wählt diesen Namen aus. Wenn der Name nicht da ist, geht ihr auf weitere E-Mail-Adresse, gebt ihn hier ein und bestätigt mit OK. Ich wähle jetzt mal als Absender burger@arnoburger.de und schicke die E-Mail dann weg. Früher war das so, dass vor dem Senden, also ihr klickt auf Senden und bevor die E-Mail noch rausgeht, wurde geprüft, ob ihr die Berechtigungen habt, und dann wurde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das nicht ging. Jetzt wird die E-Mail erst versendet, und wenn dann die Berechtigungen nicht da sind, dann kommt eine Mail als Fehlermeldung zurück. Wenn das der Fall ist, sieht die so aus. Da steht dann hier drin, diese Nachricht konnte nicht gesendet werden, Sie besitzen nicht die Berechtigungen und so weiter. In meinem Fall jetzt hat es geklappt, die E-Mail ist verschickt. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie das beim Empfänger aussieht. Das ist nämlich abhängig vom empfangenden Mailsystem. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Das eine wäre Outlook mit Exchange, und da seht ihr, Absender ist diese Person und sie hat im Auftrag dieser Person gesendet. Also wir sehen hier den Unterschied zwischen dem Absender und der Person, in dessen Auftrag gesendet wird. Wenn wir uns das in einem Webmailer anschauen, wie zum Beispiel hier, dann sieht man nur noch die Person, in deren Namen gesendet worden ist, und man sieht also nicht, von wem es konkret verschickt wurde und dass das im Auftrag versendet worden ist. Deshalb solltet ihr das auf jeden Fall hier mit angeben. Hilft dir das Video weiter? Dann hinterlass mir doch gerne einen Like, und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib die unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.